Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Mein Leben von Peter Scholl-Latour bietet eine faszinierende Rückschau auf 9 Jahrzehnte eines der bedeutendsten Journalisten des 20. Jahrhunderts. Scholl-Latour, Jahrgang 1924, nimmt seine Leser mit auf eine spannende und detailreiche Reise durch die wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der Moderne. Durch seine Reportagen und Beobachtungen wurde er zu einer Stimme von Weltrang, der durch persönliche Begegnungen mit Politikern, Kriegsführern und Revolutionären tiefe Einblicke in die Hintergründe von Weltereignissen gewinnen konnte. In seiner Autobiografie schildert er nicht nur die Fakten, sondern lässt seine Leser auch an den emotionalen Belastungen teilhaben, denen er sich ausgesetzt sah, von Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg über abenteuerliche Reisen in Krisengebiete bis hin zu seinen langjährigen Erfahrungen als Reporter im Nahen Osten, Afrika und Asien. Das Buch eröffnet einen sehr persönlichen Zugang zu Scholl-Latours Sicht auf die Welt, seine Werte und seine journalistische Integrität. Dabei erweist es sich als wertvolle Zeitreise und authentisches Dokument, das nicht nur für geschichtsinteressierte Leser eine große Attraktivität bietet. Gespickt mit persönlichen Anekdoten, Selbstreflexionen und Analysen hinter den Schlagzeilen, vermittelt mein Leben ein fundiertes Verständnis für globale Zusammenhänge und lädt zugleich dazu ein, unterschiedliche Perspektiven auf Ereignisse zu hinterfragen. Die Erzählweise ist unmittelbarer, lebendiger und gewährt Einblicke hinter die Kulissen der großen Weltereignisse, wie sie nur ein lebenslang Reisender und Beobachter schildern kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Kindheit und Jugend in bewegten Zeiten. In diesem Abschnitt beleuchtet Peter Scholl-Latour seine prägenden Jahre als Kind und Jugendlicher im Deutschland der 1920er und 1930er Jahre. Die politische Instabilität der Weimarer Republik, die Machtübernahme der Nationalsozialisten und der heraufziehende Zweite Weltkrieg haben sein Weltbild maßgeblich beeinflusst. Sein als Jude verfolgter Vater prägte ihn ebenso wie die Erfahrung des Kriegsbeginns. Der Autor beschreibt lebhaft, wie diese prägenden Jahre ihn Widerstandsfähigkeit, Skepsis gegenüber Ideologien und eine ungebrochene Neugier auf das Weltgeschehen lehrten. Besonders deutlich wird, wie früh in ihm der Wunsch reifte, die Welt zu verstehen und später als Journalist einen aktiven Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Zweitens: Kriegsjahre und Gefangenschaft. Peter Scholl-Latour schildert eindrucksvoll seine Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Abitur wurde er zur Wehrmacht eingezogen, geriet aber 1944 in französische Kriegsgefangenschaft. Diese Zeit war geprägt von Unsicherheiten, Angst und dem Gefühl, Spielball einer unmenschlichen Politik zu sein. Besonders prägend war für ihn die direkte Konfrontation mit dem Grauen des Krieges. Die Zeit in Gefangenschaft nutzte er, um über die Sinnhaftigkeit von Konflikten nachzudenken und Sprachkenntnisse zu vertiefen, die später zu seiner Berufung beitrugen. Die Reflexionen über Krieg, Schuld und Versöhnung sind ein wichtiger Teil seiner Autobiografie und verdeutlichen, wie sein eingefahrenes Denken aufgebrochen wurde. Drittens: Journalistische Anfänge und internationale Erfahrungen. Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft begann Scholl-Latour seine journalistische Karriere. Stationen bei der französischen Armee, seine ersten Reportagen für deutsche und französische Medien sowie Studien an der Sorbonne und im Nahen Osten prägten ihn nachhaltig. Mit einem unermüdlichen Forscherdrang berichtete er aus erster Hand über den Indochina-Krieg, das aufkommende Afrika nach der Dekolonisation und den langen Konflikt im Mittleren Osten. Seine journalistische Arbeit war geprägt von dem Anspruch, hinter die Kulissen zu blicken, kritische Fragen zu stellen und möglichst nah an das Geschehen heranzukommen. Scholl-Latour setzte Standards investigativen und mutigen Journalismus. Viertens: Begegnungen mit Mächtigen und Mächten. Ein zentrales Element des Buches sind die Begegnungen Scholl-Latours mit einflussreichen Persönlichkeiten weltweit. Er traf Revolutionsführer, Staatschefs und Diktatoren, darunter Charles de Gaulle, Ayatollah Khomeini und Yassir Arafat. Seine Schilderungen machen deutlich, wie persönliche Eindrücke und Gespräche die Berichterstattung beeinflussen können und warum Distanz und Unparteilichkeit für ernsthaften Journalismus unabdingbar sind.
Durch diese Gespräche erwarb er sich ein tiefes Verständnis für die Komplexität internationaler Politik und zeigte, wie die Welt von persönlichen Eitelkeiten, Ängsten und politischen Kalkülen bestimmt wird. Schließlich Blick auf die Gegenwart und Reflexion über die Zukunft. Im letzten Teil seines Buches reflektiert Scholl-Latour die Veränderungen in der globalen Politik bis zu seinem Lebensende. Mit großer analytischer Schärfe setzt er sich mit den Herausforderungen der Globalisierung, den Gefahren autoritärer Regime und den verschärften internationalen Konflikten auseinander. Seine Einschätzungen zur Rolle der Medien, zur politischen Verantwortung und zu Fragen der Identität und Zugehörigkeit fordern die Leser heraus, eigene Standpunkte zu hinterfragen. Das Buch endet mit einem Appell, mutig hinzusehen, Komplexität auszuhalten und nie den Dialog mit anderen Kulturen aufzugeben. Seine Gedanken bieten Weitblick und Orientierung in einer gerade heute wieder zunehmend krisengeschüttelten Welt. Zusammenfassend: Mein Leben von Peter Scholl-Latour ist ein Buch, das jeden inspiriert, der sich für Geschichte, Journalismus, internationale Politik oder persönliche Lebenswege interessiert. Besonders geeignet ist es für Leser, die ein authentisches Zeitzeugnis über das 20. und beginnende 21. Jahrhundert suchen und einen Insiderblick auf weltgeschichtliche Ereignisse werfen wollen. Die Lebensgeschichte eines der profiliertesten Journalisten Deutschlands vermittelt nicht nur Fakten. Sie regt zum Nachdenken, Erkennen eigener Vorurteile und Hinterfragen von Medienberichterstattung an. Das Buch gibt durch seine Mischung aus packendem Erzählen und analytischer Klarsicht einen einmaligen Einblick in die Komplexität der Zeitgeschichte. Scholl-Latour vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch Methoden, wie man Ereignisse bewerten und vermitteln kann. Damit leistet es einen unschätzbaren Beitrag zum Verständnis moderner Weltgeschichte und zu einer offenen, undogmatischen Haltung. Für junge Menschen bietet das Buch wichtige Vorbilder in Sachen Neugier, Engagement und Zivilcourage. Die persönlichen Erfahrungen des Autors machen Mut, das eigene Leben anzupacken und für eigene Überzeugungen einzustehen. Im Vergleich zu anderen Biografien bietet mein Leben eine seltene Tiefe und Ehrlichkeit. Es vereint abenteuerliche Reiseberichte, bewegende Zeitzeugnisse und gesellschaftskritische Analysen. Die Entscheidung, dieses Buch zu lesen, bedeutet nicht nur, das Leben eines spannenden Menschen kennenzulernen, sondern auch eigene Perspektiven zu hinterfragen und zu erweitern. Gerade in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien ist Scholl-Latours Werk ein Plädoyer für verantwortungsvolle Information und eine offene Gesellschaft. Wenn Sie unterstützen möchten Peter Scholl-Latour, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.